Millionär wird man auch nicht mit Knöpfen, das ist schon ganz klar. Unten in der Berner Altstadt gibt es den Knopfladen Basar 58 mit seiner riesigen Wand voller Knöpfe zu bewundern. Der Laden wird seit 2013 von der Deva Lobsang in zweiter Generation geführt. Sie hat selber auch noch ein Kleiderlabel, wo sie Verschiedenes in Kleinstauflagen in Bali produzieren. Also Knöpfe hat es halt wie schon immer gegeben. Das ist das, was ich habe übernommen von der Mutter. Und darüber hinaus, ja, eigentlich wirklich ein Ort für Begegnungen, wo so ein Produkt zusammenkommen, wo man jetzt auf den ersten Blick nicht zusammen bringen würde. Concept Store geht mir immer recht gegen Strich. Der Name, darum habe ich mir jetzt echt No Concept Store den Titel gegeben, wobei das auch nicht ganz stimmt, aber ja. Ich glaube nur so, dass man wirklich noch andere Produkte hat. Es ist halt wirklich 30 Jahre aufgebaute Stammkundschaft und die kommen von der ganzen Schweiz. Und, ja, aber jetzt hat es sich ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, dadurch, dass wir auch wie ein bisschen eigene Produkte haben, die es wie sonst auch nie gibt, muss sich jetzt etwa die Waage halten. Aber es ist immer noch sicher die Hälfte vom Umsatz. Und Millionär wird man auch nicht mit Knöpfen, das ist schon ganz klar. Ich würde jetzt sagen, Leidenschaft ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde es mega spannend und ich finde es vor allem an sich einfach spannend, mit den Leuten zu reden, die ihre Projekte können zeigen und Lösungen suchen und zusammen überlegen, wenn es halt nicht nur eins, ja, die erste beste Lösung soll sein. Nein, ich habe nicht einen Lieblingskampf. Ich habe wirklich ein paar, die ich einfach seit ich ein Kind bin kenne. Es hat wirklich ein paar, die seit ewig im Sortiment sind. Wir ja schon laufend erneuern und so, aber es hat auch die bleiben liegen. Aber ich würde jetzt sagen, ich glaube, die ganze Menge macht es ein bisschen aus bei mir. Ja. Und ich habe sehr gerne alte Knöpfe, also Vintage-Knöpfe. Das bringen wir auch irgendwie Erben von Schneiderinnen oder so, die ihre Knopfschachteln auflösen und dort jetzt auch wirklich wunderschöne, halt Einzelstücke, die kann man auch nicht verkaufen. Ich habe halt schon mein ganzes Leben in diesem Laden verbracht und habe auch vorher schon lange immer drinnen gearbeitet, schon als Teenie und dann halt auch ein halbes Jahr mal, bevor ich mein Studium gemacht habe, habe ich dann wirklich auch noch ein bisschen mehr gearbeitet im Laden und durch das habe ich gewusst, auf was ich mich einlasse, auf jeden Fall. Und der Übergang war dann schon noch schwierig, halt auch so ein bisschen das Loslassen von meiner Mutter. Also, dass sie loslassen und gemerkt, ich mache es halt ein bisschen anders, aber auch eigentlich so, dass sie findet, das ist gut. Gerade hinter dem Laden, auf der anderen Seite, befindet sich die gleichnamige Basar Nähstube. Dort wird Verschiedenes produziert von verschiedenen Leuten und teilweise entstehen auch Kollaborationen, die schlussendlich im Laden verkauft werden. Am Anfang waren wir zu zweit und dann sind wir zu dritt und dann sind wir zu viert und jetzt kommt dann noch jemand und es gibt Wechsel, aber es ist irgendwie, das gibt mir auch viel und auf das bin ich auch stolz, dass das eigentlich der Basar möglich hat gemacht. Vor allem auch in solchen Zeiten finde ich es auch schön, so dass man einfach ab und zu noch so andere Menschen sieht und so ein Austausch da ist. Ja. Also ich habe schon von Anfang an meine eigenen Produkte verkauft, die ich aber Lala produziere, also Taschen und dann sind Kleider dazugekommen und so ein bisschen Accessoires. Und dann haben wir wie gewusst, wir wollen noch wie so ein bisschen andere Produkte dazu nehmen. Und dort war es wie dann schon wie klar gewesen, dass wir schauen wollen, woher es kommt, dass man weiss, wer es macht. Ja, was wir echt toll finden, ist, dass wir wirklich hinter im Atelier etwas herstellen und es dann hier verkaufen. Und es sind dann halt wie Einzelstücke und dann ist es wie mal fertig. Und man kann nicht, geht ein bisschen weg von diesem Massenprodukt. Genau. Und im Moment tun wir recht viel färben und malen. Es gibt so eine Mini-Kollektion, die wir eben am Samstag am Design Merit vorstellen und dann sicher auch im Laden werden haben. Nein, es ist so klar. Also wenn halt schon allein, wenn du nur Schneiderin bist und weißt, wie lange du eigentlich an so einem Stück nähst und dann siehst du die Mode in den Läden und es ist einfach völlig absurd, das T-Shirt für 5,95. Es ist irgendwie so, ja, für das würdest du hier nicht mal einen Faden bekommen. Also weißt, genau, das ist schon sehr wichtig. Ich würde sagen, die Leute sind vorsichtig, es können sie nicht die Schlangen draussen, aber ja, ich glaube, seit wir offen ist, wieder besser. Also ist natürlich gut, weil Knöpfe online, das geht nicht.
wir haben es ein bisschen versucht. Das ist wahnsinnig aufwendig. Das ist mehr Zeitbeschäftigung für die Angestellten eigentlich. Vorbeikommen und schauen. Und ich glaube, schon jede Postkarte kaufen hilft. Das denke ich, aber das ist so wie, glaube den Leuten nicht so bewusst. Aber ja, es zählt sich dann eben auch. Und mal logisch, der Strunk. Kennt ihr den Strunk? Das ist, Strunk ist eigentlich angedacht als Restaurant, aber sie haben dann angefangen...